Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit meiner kleinen Challenge. Also eine weitere Etappe auf der Iron Lake Challenge. Es geht heute um den Wittensee. Der Wittensee, der Umfang ist ungefähr 14,7 Kilometer, aber weil es teilweise keinen direkten Weg um den Wittensee gibt, sind es am Schluss ungefähr 23 Kilometer. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf dieser Tour begleiten würdet und wir schauen mal, was man hier so alles entdecken kann. Ich werde 2-3 Pausen wohl machen, weil die Strecke doch diesmal etwas weiter ist wie sonst, die ich gelaufen bin. Und der Wittensee ist einer der 10 größten Seen hier auf der Tour der Iron Lake Challenge von Schleswig-Holstein. Also gehen wir mal los und schauen wir mal, dass wir um den See kommen. Jetzt bin ich schon eine Weile gelaufen und hier ist der Punkt angelangt, wo ich den Wittensee verlasse. Das ist so eine kleine Aussparung, die jetzt in Richtung des Nord-Ostsee-Kanals geht, wo ich dann halt nicht direkt am Wittensee entlang gehen kann. Darum sind es dann auch am Ende ungefähr 23 Kilometer, um den Wittensee zu umrunden. Nach 6 Kilometern habe ich jetzt Haby erreicht oder Haby. Also es wird hinten mit Y geschrieben. Und da habe ich dann auch den Weg Nummer 11 durch den Naturpark Hüttner Berge verlassen. Der hatte mich jetzt die 6 Kilometer begleitet. Aber ich will ja um den Wittensee herum und da muss ich diesen Weg verlassen. Ungefähr in 2 Kilometern werde ich dann meine erste Pause machen. Ich habe jetzt mal meine angestammte Route, besser gesagt die geplante Route verlassen und bin diesen Feldweg hier rein, weil ich habe auf der Karte gesehen, dass man auch hier lang gehen kann. Ich hoffe mal, dass ich es nicht bereue, weil normalerweise hätte mein Weg durch Sehestedt geführt. Aber falls ich hier falsch liege, werdet ihr es auch mitkriegen. Ansonsten melde ich mich, wenn ich wieder auf der normalen Strecke bin.
Na, ich hätte wohl doch mal den Weg über Seestedt verfolgen sollen, weil hier ist jetzt ein Tor und der Weg endet hier. Der Weg, wo ich hier runterkam, sind eigentlich nur Versorgungswege für die Windräder hinter mir. Also ab zurück zur Hauptstraße. Da bin ich dann wieder auf meiner angestammten Route. Ich habe jetzt durch diesen Fehler, den ich gemacht habe, zusätzliche 3 Kilometer. Also die Strecke wird dann zum Schluss 26 Kilometer lang sein. Ja, das ist ein Brett, aber zumindest habe ich dann schon mal gut trainiert für die anderen längeren Strecken. Ich werde jetzt wirklich mal versuchen, hier eine Bank zu finden, wo ich mal endlich eine Pause machen kann. Ich habe nämlich jetzt über 11 Kilometer schon mal hinter mir gebracht und es sind ungefähr noch 15. Hier habe ich mal eine Übersichtskarte von den Hüttener Bergen. Und zwar, ich bin jetzt hier in Seestedt. Dort gibt es übrigens auch eine Autofähre über den Nord-Ostsee-Kanal nach Seestedt Süd. Die kann jeder kostenlos benutzen. Ich werde jetzt hier lang, hier hoch nach Bünsdorf, den Wittensee weiter umrunden, durch Klein-Wittensee, bis ich dann wieder in Groß-Wittensee angekommen bin. Mit diesem schönen Blick habe ich endlich einen Rastplatz gefunden. Ich schaue hier auf den Nord-Ostsee-Kanal. Der Nord-Ostsee-Kanal verbindet Kiel mit Brunsbüttel, also einen direkten Weg von der Ostsee in die Nordsee oder andersrum. Der Nord-Ostsee-Kanal wurde gebaut, um den Weg über Skagen, oben bei Dänemark, einzusparen. Also es spart den Firmen eine ganze Menge, wenn nicht gerade mal wieder ein Schleusentor defekt ist. Um das Verkehrsaufkommen und der Größe der Schiffe gerecht zu werden, wird der Nord-Ostsee-Kanal gerade vertieft und in Brunsbüttel eine neue Schleuse gebaut. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr hier in Seestedt seid, an der Fähre, dort gibt es auch einen Wohnmobilstellplatz und oberhalb von dem Wohnmobilstellplatz gibt es einen Imbiss. Falls ihr, wenn ihr hier wandert oder Rad fahrt, nicht zu essen bei habt, also dort werdet ihr auch verköstigt. Also hier so eine Steintürme sollten da gemacht werden, wo sie angebracht sind. Und nicht hier, wo sie die Uferbefestigung zerstören. Also bitte hier lassen. Das könnte nämlich verboten sein und es könnte für denjenigen, wenn er erwischt wird, ganz schön teuer werden. Ich hoffe, ihr könnt das da im Hintergrund sehen. Ich habe es mal ein bisschen rangezoomt per Videoprogramm. Das ist die Rader Hochbrücke. Die Rader Hochbrücke ist ein Teil der A7. Und sie führt über den Nord-Ostsee-Kanal. Sie wird gerade neu gebaut, weil die alte Radarbrücke in die Jahre gekommen ist.
Ich habe gerade dann doch noch einen Pausenplatz gefunden. So eine Bushaltestelle. Man ist im Schatten und vom Wind geschützt. Das wird jetzt meine letzte Pause sein, weil ich habe nicht mehr ganz 5 Kilometer, bis ich wieder in Großwittensee angekommen bin. Und dann, wie gesagt, habe ich durch den Fehler ungefähr 26 Kilometer gemacht. Ich stehe zwar ein bisschen im Schatten, aber wie ihr seht, ich habe Großwittensee wieder erreicht. Ich habe jetzt noch ungefähr 1,5 Kilometer bis zum Auto, aber es wird wohl nicht mehr so viel Spannendes hier passieren. Die Strecke war dann ungefähr 26 Kilometer, was natürlich mein Eigenverschulden ist. Ich war jetzt ungefähr 6 Stunden unterwegs. Die genaue Zeit schreibe ich euch natürlich wieder unten rein hier, auch was Komoot aufgezeichnet hat. Und die Strecke, würde ich die nochmal nachlaufen? Nein, ich glaube nicht. Also der Beton hier zum Beispiel auch auf dem Radweg, der hat mich ganz schön fußlahm gemacht. Wobei ich wieder sagen muss, der Schuhkauf, ich hatte es ja schon in einem der Videos erzählt, hat sich wirklich gelohnt. Vermutlich habe ich keine Blase, aber ich merke die Füße doch schon, wie gesagt, durch den Beton. Noch kurz mal zum Wittensee. Er ist 1220 Hektar groß und er ist zwar eckig, wie man das auf der Karte sehen konnte, und man könnte annehmen, er ist künstlich. Nein, ist er nicht, weil er ist in der letzten Kaltzeit entstanden. Der Inhalt wurde durch die Eisfront rausgeschoben und hat die umliegenden Hügel zu einer Endmoräne geformt. Wo ich zum Beispiel die Wanderwege des Naturparks Huttener Berge gequert hatte, dort gab es genug Bänke. In den Ortschaften gab es genug Bänke, aber zu wenig Papierkörbe. Ist vielleicht geschuldet, da müsste man jemanden finden, der das regelmäßig reinigt. Dann hat mich das wieder gefreut, dass ihr mich begleitet habt auf dieser Runde von ungefähr 26 Kilometer. Würde mich wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Natürlich lasst Kommentare, Likes und natürlich kostenlose Abos da. Dann heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.